Viel Neues ist seit unserem letzten Video bei Kunomail passiert. So ist das Einrichten einer neuen E-Mail-Adresse sehr viel einfacher geworden. Sie benötigen jetzt nur noch Ihre E-Mail-Adresse, die Sie über einen Assistenten eingeben. Dieser Assistent ruft dann die hinterlegte Konfiguration ab und Sie können dann mit Ihrem Passwort Ihr E-Mail-Konto sofort verwenden. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Möglichkeit, E-Mail-Ordner zu verwalten. Gerade für IMAP-User ist das interessant. So können Sie sich Ordner anlegen, um dort zum Beispiel E-Mails abzulegen und sie zu sortieren. Wo wir gerade von Sortieren sprechen, nun ist es auch möglich, Nachrichten einfach per Drag and Drop in einen gewünschten Ordner zu verschieben. Eine Funktion, die in keinem E-Mail-Client natürlich fehlen sollte, ist die Verwaltung bzw. das Erstellen von Signaturen. Dabei ist die Anzahl der möglichen Signaturen völlig unbegrenzt. Sie können für jede Gelegenheit sich eine Signatur erstellen. Das erspart viel. Wenn Sie eine neue E-Mail schreiben, ist nun die Rechtschreibprüfung im Hintergrund aktiv. Es gibt noch eine ganze Reihe von Entwicklungen, die Kunomail seit den letzten 4-5 Wochen hinter sich hat. Wir wollen nicht auf alle eingehen. Einige Fehler wurden verbessert, einige kleine Features sind hinzugekommen, aber das Programm ist auf dem richtigen Weg, wie wir denken. Haben Sie schon den Prototypen getestet? Schreiben Sie uns dazu einfach mal einen Kommentar. Und wenn Sie nichts verpassen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, mal auf die Glocke zu klicken, um kein Video zu übersehen.